Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Kapitalmarkt-Updates von Raiffeisen Capital Management. Ja, das nenne ich mal eine Überraschung. Die Europäische Zentralbank hat also bei ihrer in der Vorwoche stattgefundenen Sitzung die Leitzinsen noch einmal um 25 Basispunkte angehoben und damit wohl für das vorläufige Ende eines mit 10 Anhebungen in kürzester Zeit als durchaus aggressiv zu bezeichneten Zinserhöhungszyklus gesorgt. Der Einlagensatz, der die Sparzinsen für Verbraucher maßgeblich bestimmt, der beträgt nun 4%. Der Hauptrefinanzierungssatz, der wiederum für die mittelfristige Ausleihung von Geschäftsbanken bei der EZB verantwortlich zeichnet, der schlägt mit 4,5% zu Buche und zu guter Letzt noch der Spitzenrefinanzierungssatz, bei dem sich die Banken bei der Zentralbank über Nacht Liquidität sichern können, der liegt nun aktuell bei 4,75%. Wie es sich in der Nachbetrachtung darstellt, haben sich also die Falken bei der äußerst kontroversen Zinsentscheidung innerhalb der EZB-Ratsmitglieder durchgesetzt. Zur Erklärung: Als Falken werden im Börsenjargon die Befürworter einer restriktiven Geldpolitik bezeichnet. Ihrer Meinung nach sollte die Zentralbank mit Hilfe von hoher Zinsen den Preisauftrieb verhindern bzw. reduzieren, auch wenn dies zu Lasten des Wirtschaftswachstums geht. Die Frage, die sich nun berechtigterweise stellt, ist, ob mit diesem Leitzinsniveau die Inflation auch tatsächlich in den Griff zu bekommen ist. Oder aber die hohen Zinsen eine Gefahr für ein längerfristiges Abgleiten in rezessionäre wirtschaftliche Gefilde bedeutet. Einfach ausgedrückt: höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und somit den Preisauftrieb entgegenwirken. Allerdings sind steigende Zinsen auch eine Bürde für die Wirtschaft, weil kreditfinanzierte Investitionen sich verteuern. Weil sich die Aussichten für die Konjunktur im Euroraum zuletzt eintrübten, waren Forderungen aus Wirtschaft und Wissenschaft nach einer Zinspause lauter geworden. Dazu passend die auf der EZB-Zinssitzung veröffentlichten aktuellen Konjunktureinschätzungen für die Eurozone. Denn da wurden die Prognosen zum BIP-Wachstum nach unten revidiert. So sieht die EZB das Wachstum für 2023 nur noch bei 0,7% und für das darauffolgende Jahr 2024 bei rund 1%. Als Gründe dafür wurden einerseits die geldpolitische Straffung und andererseits die Abschwächung des internationalen Handels genannt. Die Prognosen zur Inflation wurden jedoch nach oben revidiert. Die Gesamtrate wird nun bei 5,6% für 2023 und 3,2% für 2024 erwartet. Für beide Folgejahre also noch immer ein Stück weit Platz, um die anvisierten 2% Inflation Target Rate zu erreichen. Aus diesem Grund ist wohl die EZB gefangen in ihrer Zwickmühle zwischen Inflationsbekämpfung und Rezessionsgefahr wahrlich nicht zu beneiden. Neben der Zinsschraube gibt es natürlich noch andere sogenannte bilanzpolitische Instrumente, die eine EZB in ihrem Werkzeugkasten auf Lager hat. Damit meine ich die in Krisenzeiten installierten Liquiditätsprogramme zum Aufkauf von Staatsanleihen bzw. von Non-Financial Corporate Bonds und sonstigen von der EZB akzeptierten Schuldverschreibungen. Diesbezüglich hielt man sich aber bedeckt. So gilt es als gesichertes Wissen, dass abreifende Bestände aus dem Asset Purchase Program alias AP nicht mehr reinvestiert werden sollen. Zur Tilgung kommende Bestände aus dem Pandemic Emergency Purchasing Program alias PEP werden bis Ende 2024 hingegen noch vollständig reinvestiert. Die gezielt langfristigen Refinanzierungsgeschäfte für Geschäftsbanken, im Börsesprech TLTROs genannt, laufen ebenso wie ursprünglich geplant aus.
So viel mal in aller Kürze und hoffentlich für euch informativ und kurzweilig die News rund um die EZB-Nachlese. Es bleibt spannend, denn in wenigen Stunden trifft sich die Federal Reserve rund um Jerome Powell, um über die aktuelle und zukünftige amerikanische Notenbankpolitik zu entscheiden. Was so in Sachen US-Zinspolitik und den Prognosen rund ums US-Wachstum und der Inflation seitens der Fed verlautbart wurde, das gibt es das nächste Mal zu sehen und zu hören. Danke für die Aufmerksamkeit, viel Erfolg an den Kapitalmärkten und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich mit einem Servus aus Wien, euer Christian Leinweber.